Willkommen zurück, ihr Feinis, für eine weitere Session hier in der Invincible. Wir haben gerade eben noch den Spielstand von gestern geladen. Hier haben wir noch ganz kurz einen Comic. Wir haben außerdem entdeckt, dass alles, was wir bisher erlebt haben, im Hauptmenü ersichtlich ist wie durch einen Comic. Uns wird alles nochmal so bildlich erklärt wie gerade hier, deswegen finde ich das gerade richtig cool. Auf der Suche nach Gorski verwendet Yasna einen Metalldetektor, um unterirdische Strukturen aufzuspüren. Und ich glaube, Ball-E ist gerade eben zu den, wie hießen sie, zu den Büschen losgeflogen. War das richtig die Stelle jetzt? Immer noch da? 3, 2, 1. The land is departing. Ah, Yes. der Lander geht hoch. So Artie has transported Dr. Crowther. Affirmative. Seen the lander. However, the robot didn't find it in the tent. How's that? The doctor was already some distance from the camp. I think he was following you, Yasna. Sir, why didn't you say anything? The androbot located him quickly enough, and I thought it was pointless to worry you. Oh, thank goodness he's safe now. Hey, Bolly. Welcome back. Wir haben außerdem das Game ein bisschen lauter gestellt, mich ein bisschen leiser gestellt. So. Müssen wir mal ganz kurz auf den Bergen, ich glaube, nochmal die Büsche anzoomen, während Bolly dann wie gesagt drüber fliegt. Mach langsam, Bolly. Bin ich mal richtig gespannt, was die Dinger machen. Was wir mit den ganzen Strukturen hier vorhaben, was sie bedeuten. Wie tief ins Innere, Planeteninnere gehen sie. But what is that? Hier kann ich... Oh. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think Interesting. these lanes lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end. If it ends at all. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right Das ist ja auch so weird. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Tschüss, Bolly. Hui. Das ist ja auch schon interesting, dass wir die Büsche genannt haben per Funk, während wir nicht mal ansatzweise bei den Büschen waren. Während Gorski die ja schon längst entdeckt hat. Hat das irgendwas mit auch wieder Zeit und sowas zu tun? Oh ja, auf jeden Fall, Bali. Nase ist besser. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Nee, ich glaube nicht. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. Sind wir mal gespannt, ob die Route wirklich geht. Along the defined path. The calculations will only take a moment. Alles gut. Ist ein gutes Stück bis dahin. Wenn wir vom Landing Place... Oh, weiß... Ja... Gleiche Länge wie vom Landing Place. Hallo Bubbles. Hallo, hallo. Oh. Echt Interesse, echt Bock, was da jetzt passiert. Hey, Sonde. Hi, Bully. Lead the way. Oh, müssen wir das reden können. Wir brauchen immer einen sicheren Weg, Bolly. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Na, die Antwort hat man ja gestern schon gegeben. Buch. I don't know. For me, it's only a matter
matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. Mhm. Okay. Ist hier links noch irgendwas? Not that really, right? Vielleicht steht mir irgendwo Secrets oder so. Alles so verklüpft hier. Sah eben so aus, als wäre da was, deswegen habe ich gerade rangezoomt hier. Nee, es sah aus wie irgendwie so ein Gebeine. So, letzte Person, ne? Gorski. Mal gucken, was wir dann machen. Wenn wir vielleicht alle bekommen. Boah, Ausdauer kickt. Warte, Bolly. Yasna? Ja? Everything's all right? Ja, ist alles gut. Yes, yes. Oh. I just need a moment to think. Oh, das sieht schon cool aus. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Muss doch recht cool sein, ey. Willkommen. Schön, dass du wartest. Dankeschön, dass du uns aus dem Licht machst. Ganz lieb. Oh, sie beschlägt schon wieder. Langsam, Yasna. Hallo, Nick. Immer noch Angst, dass sie uns irgendwann umkippt. Wegen ihren neurotischen Problemen hier. Oh. We have a problem. something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us. Uh-oh. But not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No. Auch eine interessante Frage, ja. Because of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Discussion. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Menschen werden an Fähigkeiten gewinnen. Maschinen werden ihre Rechte bekommen. Roboter werden anfangen, Roboter zu erschaffen. Also, denkt ihr, die Menschen werden Fähigkeiten gewinnen, werden an Fähigkeiten gewinnen, wenn Roboter umso intelligenter werden? Ich glaube, so schnell können wir, glaube ich, gar nicht lernen, wie ein gesteuertes Gerät oder so. Ja, 2 oder 3, ne? Ja. Hallo, Victoria. Da muss ich hier an unseren... wie hieß unser Game mit den ganzen Bots? Ganz vergessen. Fällt es gerade nicht ein. Das ganz bekannte, wo wir auch so viele Auswahloptionen hatten. Mit ihren Rechten. Roboter werden anfangen, Roboter zu erschaffen. Ja, maybe. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Well, Die Droid if we become human, ja. assume that they'll surpass us, things will get complicated. Hello, Because Happy. in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Das ist auch gut. Self-learning algorithms. Ja, oder das, ja. Some spontaneous process. Or pure chaos. Something inhuman, that's for sure. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here.
Aber das war jetzt eben auch interessant, das habe ich auch noch nie ganz gesehen. Zwar könnte ein Roboter wahrscheinlich auf das Gesamtwissen der Menschheit gleichzeitig zugreifen. Das heißt, er vielleicht als alleinstehendes Individuum wäre vielleicht intelligenter, aber nicht in Summe aller Menschen. Und die Summe aller Roboter wäre auch nicht intelligenter als die Menschheit, oder? Weil, wie sie gerade gesagt hat, ich glaube, wenn wir was kreieren könnten, was intelligenter als Menschen oder als die Menschheit sei, müssten wir auch oder geht ja gar nicht, weil wir, wie gesagt, intelligenter sein können. Oder was Besseres entwickeln könnten. Irgendwie sowas. Die Summe einzelner Prozesse oder so werden wahrscheinlich intelligenter genutzt oder besser gewirtschaftet, whatever. Als wir Menschen es tun. Wenn die KI erschaffen, die was lernen kann. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ja, kurze Pause wäre vielleicht ganz gut. Ja, wenn sie halt selbstständig was suchen könnte, was noch keiner von uns gesucht hat. Beziehungsweise oder gefunden hat. Dann wären sie halt einen Schritt weiter. Oder beziehungsweise keine Parameter von uns bekommen, nach was sie suchen sollen, sondern selbstständig sich weiterentwickelt haben. Gell, Bolly? Du packst es irgendwann. Sehen wir unser Schiff eigentlich noch? Oh, nee, anderen Planeten. Mehr rechts geht's lang, aber auch da links, oder? Ist das something? Nee. Ich denke die ganze Zeit, ich finde vielleicht irgendwas hier. Oh. One step at a time, Yasna. One step at a time. Das sieht auch mysteriös aus. Haben wir denn Kontakt? Achso, das ist die Sonde. Ihr seid so weit rausgelaufen. Das war wahrscheinlich zu den Büschen halt direkt gelaufen, ne? Deswegen auch unser Ziel dahin. It's interesting, wenn wir den finden. Dr. Gorski, are you here somewhere? No way. Komm, wir werfen auch irgendwas ab. Die Frage stellt sich auch immer noch, wie Yasna theoretisch die Büsche hat beschreiben können, obwohl sie nicht mal bei denen war. Sind es Blätter? Hallo Blade. Die Sonne könnte ja eigentlich schon ein bisschen vorfliegen, sich umsehen. Sporen, ja. Kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They're high, more or less, from 1 to several meters. They grow out of cracks in the bare rock. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Verteidigungssystem, Energiegewinnung, koloniales System. Ein Verteidigungssystem? Ja, für was? Vom Planeten selbst. Machen wir das hier. Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals in a purely visual category because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues.
No nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Warum erwähnst du nicht die ganzen Sporen? Wie gesagt. Jetzt liegt er hier gleich um die Ecke, oder? No. Jetzt hatte ich ganz so ein kleines Jetpack, dass wir uns vor Düsen springen können. Bolly? Wo ist Bolly? Bolly? Ist Bolly weg? Ah, da vorne. Warte, wir gehen nicht ohne dich. Was ist denn los mit dir? Vielleicht will er noch irgendwas? Oder will er da rein? Ist da irgendwas? Nee. Bolly? Hat er uns verloren? Kommst du mit? Time seems to be slipping through my fingers like Kommt nicht mit? So much sand. You sound tired, Yasna. Because I am tired, Astrogator. Okay, ich glaube, du weißt, warum du da bleibst. Wir gehen jetzt, ne, Bolly? Wartest du auf uns? Bolly hat Angst. Could be. Geht's auf jeden Fall in den Berg rein. Komm, manche werfen auf jeden Fall Sporen ab, aber nicht alle. Die ganz großen. Die kleinen, die am Boden wachsen, sag ich mal, die sind normal. Aber bei dir auch nicht. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find it. Kommen wir vielleicht nicht zurück. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Ach krass, dass der Funk gerade schon unterbrochen wurde, weil wir teilweise drunter waren. Interesting. Cool gemacht. Nicht wundern, der Bass ist genauso bei mir so. Gerade aufbauende Musik. Frohe Weihnachten, liebe Pfaelzer, 2 Wochen. Dankeschön für die 9 Monate. Hallo, hallo, hallo. Frohe Weihnachten. Ganz lieb. Oh, jetzt müssen wir durch die Dinger durch. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Okay, Musik geht weg. Oh oh. Wir sind da durch. One Up Syndicate. Auch dir Dankeschön für deinen ersten Primo. Dankeschön, Dankeschön, ganz lieb. Hello, hello. Küsschen geht raus. Frohe Weihnachten. Vielen Dank. Können wir jetzt einfach durch? Wir sollten noch keine Berührung mit den Dingern haben. Lass mich raten, wenn wir jetzt da durchgehen, kriegen wir wieder einen Blackout. Könnte das Gang gegebenenfalls beziehungsweise die Stimme noch einen Tick lauter. Irgendwie ist der Funk recht leise, beziehungsweise die Sprache. Musik ist schon runter, der Rest ist voll Maximum. Ich kann das Game noch hier in meinem Equalizer ein bisschen hochschrauben. Ich hoffe, das hilft. Ich habe mich schon auch mit dem Mikro laut, gutes Stück runter gemacht. Hey Bolly, bist ja doch dabei. Oh oh. Ist das gut, was wir gerade machen?
War das jetzt zu laut, Chat? I record data dropout, but otherwise still key. Entering final descent. Oh, das ist schon arg laut. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Es ist gerade unsere Landung. Can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Oh, und hallo Syndicate, wie gesagt. Würde mich ja interessieren, wer es ist. Unser Rucksack. Und nu? Ah. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Huh. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ein halb offener I was afraid they Tür. might Ob es try noch to fly nachglüht. off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. Guck mal, die wären doch dann auch runtergeklappt, wenn die rausgegangen wären. Wie viel waren das? 4 oder 5, ne? I'm inside. And? How is it? Selbst wenn sie gewollt hätten, hätten sie es nicht starten können. For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Mhm. Astrogator, I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition, the equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us, but I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. It better be that way. We have the right to come home at last. I'm afraid I'm unfamiliar with such a law, but there is one thing I can refer to when we find ourselves in a difficult situation. If the continuation of the mission endangers the lives of the crew, the provisions of the Imprimis homini Gesetz. First and foremost, the safety of people is what matters. It's good to know we have this right, but I wish we didn't have to use it. Kann ich denn hiermit was machen? Ne, bin's nur übersehen, okay. Und jetzt könnte ich den hier... Ah. Okay, unser Ding war also der Beetle, okay. Ne, der Hopper. Entschuldigung. Ich kann auch nicht mehr die Karte benutzen. Ach, Daniel, servus, Digi. Schön, Alter, Rudi. Seit über 20 Jahren Freundschaft, Digi. Nice. Hallo, Julia. Einfach straight jetzt runter? Hier rechts ging es noch lang oder kommen wir... Ah, wir kämen wahrscheinlich den gleichen Weg entlang. I see. Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought, but quite disturbing. Habt ihr denn auch gerade Feeling, dass man hier so Urlaub machen könnte?
Holy moly. Oh, look at that. Oh, cool. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Es gibt eine Atmosphäre. Wir können ohne Helm rumrennen. Zwar nicht lang. Wir können, glaube ich, ein paar Stunden ohne Helm rumrennen. Boah, stell dir vor, du liegst hier am Strand und guckst ja, keine Ahnung, so einen Jupiter aus der Entfernung an. Dann siehst du, wie so andere Raumfahrer gerade da drüben landen, draußen irgendwas machen und. Oh, die Szenerie ist schon geil gemacht, wie gesagt. Oh, Küsschen, Diggi. Dankeschön, Daniel. Okay, ich glaube, wir laufen jetzt einfach mal straight, ne? War das denn auch dementsprechend die Stelle? Ah, ja, war es die Stelle. An dem die Drohne losgeschickt haben, um die Fische zu fangen? Ja, ne? Und irgendwo hier haben wir Verlust von unserem Gedächtnis bekommen. Warum auch immer. This is where they searched the ocean's biosynosis. Meaning, where they caught that fish, right? Ja. Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Richtung Osten. Copy that. Heading east. Deswegen, und hier sind wir jetzt irgendwo umgekommen. Bin mal gespannt, warum. Hier oben rum wahrscheinlich. Oh, die Ausdauer kriegt ja jetzt schon. Ich gerne so einen kleinen Müll. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? Vielleicht verraten wir jemanden mit der ersten Antwort. Some slob left litter here. Had no respect for an alien ecosystem at all. What kind of litter? Cigarette butt. A crumpled pack. So, taking off the helmet for no good reason. Risk of igniting a dusty atmosphere. Irresponsible spreading of DNA. Compared to this, the damage of an already extinct ecosystem is basically a negligible issue. Muss ich widersprechen. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. What are you saying, Yasna? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Aber wir haben es aber vorhin doch zugestimmt. Beziehungsweise in der Zukunft haben wir zugestimmt. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. Oh, ist auch gut. Can't argue with that. Das war auch ein guter Konter. Weiß ihr denn nicht, wer zufällig von denen geraucht hat? Ist ja direkt aufgebrochen. Eine ist noch nur leicht angezündet. Das sagt ja, wenn dann Aliens oder so auf den Planeten gekommen wären. Das erste, was sie finden, oder eigentlich die Einheimischen, sag ich mal so, finden von uns produzierte Zigaretten. Rauchen erstmal ein. Werden assi süchtig, ne? Plage fällt aus und so hier auf dem ganzen Planeten.
Alle sterben durch Nikotinsucht. Wollen nur noch anbauen, können's nicht. Ganze Zivilisation ausgerottet, nur wegen Marlboro. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This way will reach the camp within an hour. Ja, wir hätten mal, was ich vorhin sagen wollte, so ein Borley-ähnliches Fahrzeug oder sowas haben können, dass wir übrigens rumdüsen können. Kleines Moped oder so. This path. Guck mal hier. Not the easiest one. But at least I'm moving onward. At the military academy, they used to say that difficult routes lead us the farthest. Well, hopefully not too far. We still have to come back. Guck mal, was da uns entgegenkommt. Motivate me, sir. Of course. I appreciate the effort. Die Büsche. Deswegen hat sie die auch schon vorher genannt. Die hat sie wahrscheinlich berührt. Und deswegen die Aussetzer. Vielleicht haben wir noch nicht so ein hohes Stadium wie die, weil wir vielleicht den Helm seitdem abgenommen haben. Und die schütten wirklich die ganze Zeit Pollen aus. Die anderen haben sie schon längst eingeatmet hier im Besuch. Wir haben sie nur... Durch Anfassen haben wir so eine prozentuale Schädigung. Während die bisher fast alle eine komplette Schädigung haben. Oh. Bin ich jetzt an der Weg gegangen? Ach, ich hätte auch da oben lang gekönnt. Ach so. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Ich bin also eine Abkürzung gegangen. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Okay, ist da die ganzen Poren. Sporen. Pollen. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? Oh, I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Das sind ja die Steine in der Formation. Okay, der Wind schlägt halt an, deswegen baut er sich da auf, aber das auf der anderen Seite auch noch vorhanden ist. Gut, wenn der Wind sich halt kehrt, ja, okay. Das ist einfach nur ein Gebirge von Sand bedeckt. Sieht halt schon aus wie so eine Wirbelsäule. Jetzt kommt noch ein bisschen bedrohliche Musik gerade. Okay, hier. Oh ja, das fängt an. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. Jetzt kommen wir in Berührung. Yep. Die fährt schon wieder an. Na gut, sie weiß es ja nicht mehr. Pauli, der muss auf uns aufpassen, ja? Wenn wir wieder bewusstlos wären oder so, muss uns anstupsen.
Einfach mit der Metallkugel die ganze Zeit gegen unsere Metallkugel fliegen. Kleine hilfebedürftige Schüpse an unseren Kopf. So kleine Schläge. Echt gespannt, ob Gorski noch alive ist, aber ich glaube schon. Baut sich ganz schön auf für den. Are you there? Over. I guess that's a no. Hey. Ich würde gerne steuern und durch ihn gucken. What's going on, sir? Astrogator? Atme. Dr. Yasna. I tried to resuscitate him, but No, please. Koval? Dr. Crowther. Was? How? There was nothing wrong with him. Hypovolemic shock. He bled out during the flight. Was? I still don't understand. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. I'm sorry. It's on me. It's my fault. No, Doctor. As Commander, I take full responsibility. But it was me that left him. On my order. You're too hard on yourself, as usual. If only I... Stop it, really. Please, stop. If is a very cruel word. You don't deserve its torment. Das ist ausgeblutet auf dem Rückflug. Oh wow, können wir unser Visier putzen. Hast du zufällig Glasreiniger dabei, Wally? Wally? Aber der andere lebt ja noch. Dementsprechend. Aber wahrscheinlich stirbt er auch gleich. Oh je, wo kommen wir denn jetzt hin? Ist da vorne was? Nee, oder? Nee. Ja, Arbeit ging gut rum, dankeschön, Blade. Oh. When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis III feel like a hot stove? Sometimes. Guess I know where Gorski was going. Was ist los? Guck dir mal das an. Oh, wow. Auch aus dem Berg, aus dem Stein direkt rausgewachsen. Können wir denn... Hier ist nothing. Aber da vorne ist wahrscheinlich sehr viel. Oh, hier ist Seil. Alles klar. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Vielleicht gestürzt, ähnlich wie der Astrogator. Oh oh. Going down after him. Tell me one thing, sir. What did you do with Crowther's body? I placed him in a cryo chamber. Are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we look into their heads? Ja, okay. The more we learn, the Ja. better chance we have to help Koval. Let's use a tapper. Dr. Crowther himself would have supported such a solution. Langsam. Fine. I'll get the equipment ready. Ja, vielleicht können wir noch uns gegenseitig ein bisschen helfen, dann durch das Wissen. War cool, dass sie sowas haben, dass sie Gedanken auslesen können. Oder ehemalige. Oh Gott. Just a report.
What do you mean? Ach, wir hängen noch. Ich dachte, wir sind gerade aufgeklatscht. Oh. I'm stuck. Da sind die Fußstapfen. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. Das ist eine Chance, by the way. Sway. Schwingen. Er war auf jeden Fall hier. Bolly, kannst du uns vielleicht ein bisschen helfen? Können wir uns kurz an dich dranhängen? Das wäre doch eine Idee. No good. I can't reach Probier's doch erstmal. Any other ideas? Bolly. Was könnte noch helfen? Oh, da war gerade... Springen. Oximeter ist by the way noch gut. Pulsometer. Radiation ist auf 0. I can just jump off. Is that safe? Nee. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. alright, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. Bolly. I'm listening. Can you see the probe? Yes. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Riskanter als zu springen. Like I said, it's a highly uncertain idea. Let's go. Alright, let's give it a try. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. The instruction. You must guide me. Ich glaube, reguläres Springen wäre schon kritisch. Aber so ein bisschen Schwung hätte sie doch safe aufbauen können und sich da vorne irgendwie abfangen können. Und danach noch ablassen. 2 Meter voraus, 1 Meter voraus. 1 meter forward. Oh. Was ist zu weit? I can't reach it. A bit closer, please. Oh. Panda! Dankeschön für den Sabian Blade! Vielen lieben Dank dafür! Danke, danke, danke. Das ist gerade richtig spannend. Vielen Dank. Hallo Panda. Komm. Oh oh. Bolly, geht's gut? I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Nice one, oder? Er ist auf jeden Fall... Lol, guck dir mal die Spur an, er ist wirklich mit dem Arsch drauf gelandet. Du siehst da richtig hier, wo sein Sack war. Und seine... Ach cool, unsere Fußstapfen sind auch da. Hey, cool, noch gar nicht aufgefallen. Okay, können wir jetzt da aus dem Impact schließen, wie viel Sand er seitlich weggedrückt hat, wie groß der Impact war, mit Höhe und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Da wissen wir, wie schwer er ist. Was ist denn hier? Guck mal, wo sie direkt drüber ist. Ist es hier... Moment, ist der mit dem Oberkörper draufgefallen? Ist das so ein Abdruck? Ist er erst mit dem Oberkörper draufgefallen, hat sich rückwärtig dann dahingesetzt? Und seine Hand nämlich abgelegt? Ich glaube, das ist frontal. Guck mal, das sind nämlich auch Handabdrücke. Shit.
Ah, in dem ist bestimmt irgendwie das Visier geplatzt oder irgendwas. Oh, die Strukturen. Nicht das? Das. Oh, die werden immer heftiger hier. Aber die gehen jetzt komischerweise nicht in den Berg. Oder nicht? Viel. Oh, wow. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Anyway, what's the idea of doing it alone? Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like A city. Are you saying that No. There's no point in jumping to conclusions yet. Gute Nacht, Thomas. Blockierter Weg. Left or right? Ach. Are you receiving a signal? what signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Das war schon ein bisschen zerstört, ne? Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Wenn wir jetzt seine Fußstapfen sehen. Die hier, ne? Have you chosen where to go? I'm still wondering. Oh, wow. There's no time to hesitate, Doctor. We need to take decisive action. I can't even see the bottom. The structures go that deep. Yes. I dread to think. What if Dr. Gorski fell down there? I took that into account when calibrating the probe. It will examine the bottom. I'll let you know if I find him. Okay. Wie können wir denn jetzt... Sollen wir da gucken? Okay, das sind einfach nur Punkte, an denen ich mich orientieren kann, right? Aber ich kann jetzt nichts mit den Dingern hier machen. Spalt. Abstand. Achso, dann hätten wir da unten lang gehen müssen. Achso. Was sagt ihr, Chat? Sollen wir rechts entlang? Oder links? Durch den Spalt. Guck mal, das ist eine Brücke. Links in den Spalt. Oder hier rechts entlang. Aber links über den Spalt könnte zu dem Weg da oben hinführen. Links, sagt ihr? That's a quote, right? Yeah.
I'm not sure why it came to mind. Okay. All right. I'll squeeze through the passage. Verlieren wir die Verbindung? Oh, wow. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauser, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Hoffen wir jetzt mal. Let's hope so. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. Da oben wird's ja breiter. Es kommt aber immer aus dem Boden. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh, you've already said something similar before. Just after landing, when you found those bushes. Yes, right. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. Was denkt ihr? Ist es irgendwie eine Struktur, ein Gebäude, eine Maschine? Oder einfach nur eine Lebensform, sag ich mal? Maschinen, How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? ja, noch überall. Yep, wherever I look, there's metal. Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not Wow. making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Wo beides, dass es eine Lebensform gibt, die sich das zunutze gemacht hat. Ja, könnte auch gut sein. Kam ja auch eben schon. Deshalb wird auch die Allianz wahrscheinlich hinterher sein mit diesem komischen Vernichter, Digsi-Bumsi. Weil die, glaube ich, dieses Metall oder diese Lebensform, was wir vielleicht unter Metall verstehen, fangen will, weil die sich selbst reproduzieren kann und somit ganze Geländestrukturen errichten kann. Irgendwie sowas. Also sie setzen die aus und können die vielleicht befehligen oder irgendwie steuern, dass er gewisse Sachen baut für die. Oh, I see the cover snap right off. Ah, yes. There's an error in the logs. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. To bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. Okay. Wie wär's denn mit hier? Ist nicht hier gut? Ah, passender Platz ist da oben, wow. Der ist also unpassend. Ich finde, der hier sieht unpassender aus als der da unten. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Okay. Let's see. Warte, ich will noch nichts antworten.
bisschen raus. Nein. Seid ihr Gesicht nach da? Please rotate the probe 180 degrees. Ja, nice. 13 oder 10 Meter. Mein geschultes Auge sagt mir, es sind eigentlich 13,8. Oh oh. Lieber 10, wenn es jetzt 13 sind und er fährt hier gegen das Ding. Sind wir am Arsch. Lieber erstmal 10. Oh wow. 15 Grad nach rechts und dann voraus. Sind es 60 Grad? Ja. Ja, eher 60. 60 degrees to the right and 5 meters forward. Ja, that's good. And another 15 degrees to the right. Das war links. 2 meters forward. Land. Langsam, Balli. Wir helfen dir. Oh oh. Kracht das Ding jetzt unter uns zusammen? Oh oh. War das eine falsche Entscheidung? Vielleicht nicht auf der Struktur rumdrücken, sondern eher da vorne. Aber gut. Da passiert jetzt irgendwas. Immer noch nicht. Oh oh. Oh, don't be angry. Oh. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, Bully. Hey. Oh, ich dachte schon. Dir geht's wieder gut, jawohl. Jetzt gehst du da runter, suchst du mal. Nö. Ach, die folgt uns jetzt einfach nur noch, okay. Ich dachte, die geht runter. Warte mal, vielleicht kommen wir aber links hoch. Dann zu Gorskis Minilager. Oh, wow. It's a bit like Pando. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from rootsuckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. Millionen von Jahren alt. So, dead metal forest. That does sound bizarre. So maybe. Ja, bisher sieht es ja immer noch ganz unkontrolliert aus, ne? Man findet ja keine richtige Struktur, dass es irgendwie was darstellen könnte wie eine Räumlichkeit oder irgendeine Plattform für irgendwas, was gesteuert ist. Sieht sehr unstrukturiert aus. Vorsicht, Bolli. Sind hier Fußabdrücke? Sind es welche? Müssen ja welche sein, ne? Wenn Gorski... Hier lang ist, maybe? Sie müssen jetzt auf seiner Höhe sein.